Herzlich willkommen auf dem Kanal mit der Mütze. Ich habe heute eine kleine Tierlist für euch zu den Stahlschiffen. Ist so eine kleine Kaufempfehlung. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein ins Video. Viel Spaß. Gut, starten wir rein mit der Austin. Die Austin ist ein Kreuzer, Ami-Kreuzer, ist ein sehr weicher Kreuzer, 16er Plating. Das heißt, ihr werdet sehr viel Probleme mit Overmatch haben. Hat einen Reload Booster, der mega ist, kennt man sich aus vielen Videos. Damit kann man einfach wie so eine Gatling Gun alles runterschießen. Ist für DDs natürlich sehr gefährlich, gerade das SAP. Passt da aber auf, wenn ihr gegen einen DD kämpft mit ein bisschen Panzerung und der winkelt sich, dann kann sein, dass die SAP nicht pennt. Das ist ein Problem. Also es kann auch abprallen, deswegen dann vielleicht eher HE benutzen. 10 Kilometer Torps im Großen und Ganzen in der Meta bisschen anstrengend. Ich habe ja auch einen Stream dazu gemacht. Du wirst sehr gerne angefasst, weil die Leute wissen, dass du weich bist. Wenn du kein Spotting hast, hast du es sehr schwer. Du bist auch auf Inseln wirklich angewiesen. Wäre für mich, wenn ich Stahl übrig habe, auch eher ein Fun-Schiff. Würde ich mir an erster Stelle nicht kaufen. Deswegen geben wir der Austin ein C-Tier. Also da geht es wirklich darum, ist jetzt nicht so anfängerfreundlich, werdet ihr auch vielleicht am Anfang nicht so viel Spaß mit haben, wenn ihr sie habt. Mit einem Smoke funktioniert die natürlich deutlich besser, wenn ihr da auch einen fähigen DD-Spieler habt, aber gerade wenn ihr sie alleine spielt, kann sie schon sehr, sehr frustrierend sein. Dann aufs nächste Schiff, das ist die Bourgogne. Die Bourgogne ist ein BB, ein Franzosen-BB. Wenn ihr Franzosen-BB hört, wisst ihr schon, es ist ein BB, was relativ weich ist. 32 mm Plating ist bekannt. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr geiles BB, was sich gerade vielleicht als erstes Stahlschiff, würde ich schon fast sagen, wirklich lohnt. Du hast ein sehr mobiles Schlachtschiff, ein schnelles Schlachtschiff mit dem Speed Boost. Du hast einen Reload Booster, das ist mega nice. Vom Spielstil, du kannst die, ich würde sagen, eher ein bisschen passiver spielen, gerade am Anfang eher ein bisschen HE spammen, die Gegner ein bisschen nerven und dann mit AP in eine Flanke fahren, Kreuzer punishen, gerade mit dem Reload Booster geht mega. Ist ein super interessantes Schiff, ist auch ein Schiff, mit dem du, wenn du relativ gutes Spielverständnis hast, würde ich sagen, als BB ein Game gut beeinflussen kannst, weil es halt ein gutes Toolset hat, hat 380 Millimeter, das heißt kein Overmatch. Das kann manchmal nerven, ja, gerade wenn du gegen einen DM Nose-In spielst. Aber für mich echt ein BB, was ich mir, glaube ich, auch als relativ erstes BB geholt habe für Stahl. Und deswegen geben wir der Bourgogne ein S-Tier. Dann als nächstes haben wir das zweite BB und das ist die Lauria. Die ist relativ neu, hat das wunderbare SAP-Gimmick, was ihr von Italienern kennt. Ist ein sehr schnelles BB, gute Base-Speed. Würde ich empfehlen, mit Swift and Silence zu spielen auf dem Kapitän. Auf jeden Fall. Ihr habt sehr schlechte AA. Da habt ihr massive Probleme unter Umständen, wenn ihr gegen einen Carrier spielt auf einer Flanke. Die Range ist mit 19,3 okay, aber kann auch unangenehm sein. Im Großen und Ganzen aber ein sehr interessantes Schiff, weil es halt Overmatch hat. Also ihr könnt damit Cruiser sehr krass punishen. Rollt manchmal ein bisschen, es sind diese klassischen Zweiertürme. Ich persönlich finde sie nicht so cool wie die Bourgogne, aber immer noch interessant. Man muss jetzt aber sagen, im Großen und Ganzen mit dem Legi-Modul und auch in Bezug auf SAP, wenn ich mir da den Tech-Tree anschaue bei den Italienern, die bieten was ähnliches. Klar, du hast nicht diese Art von Overmatch. Du hast mit der Lauria 457 mm AP, knallt auch, aber auch das SAP. Ich würde sie nicht so hoch ranken, weil der Tech-Tree gibt auch viel her. Da hast du da mehr Kugeln in der Luft. Vielleicht auch im Zweifelsfall mehr Alpha. Du hast konsistenteren Schaden. Und deswegen geben wir der Lauria mal ein B-Tier. Nächstes BB. Und zwar die Mecklenburg. Mecklenburg ist scheinbar relativ beliebt, habe ich so das Gefühl. Ist eine Friedrich der große Hülle. Das besondere Gimmick ist, du hast halt 305er. Das ist schon ziemlich geil für einen HE-Spam.
unter Umständen, damit kannst du Leute relativ krass nerven. Tatsächlich ist es, finde ich, kein BB, wo du Secondaries baust. Dafür gibt es andere BBs, andere deutsche BBs, die du dann zum Beispiel auch über ein Tech-Tree bekommst. Hat kein Hydro. Das ist tatsächlich so ein Gimmick, was dir dann vielleicht in der einen oder anderen Situation fehlt, was du als deutscher BB-Fahrer gewöhnt bist. Dafür hast du Torps, die Standard-Torps bei den Deutschen. Hast eine gute AA, Def-AA mit dabei. Kann es für einen Flugzeugträger relativ anstrengend sein. Aber es ist halt wie häufig so DDs in Stahle- und Forschungspunkte-Ebene, ist halt so zusammengeschustert aus verschiedenen Schiffen. Ich persönlich denke, dass es bei den deutschen Schlachtschiffen so viel Auswahl gibt, dass ich dafür nicht unbedingt Stahl ausgeben muss, um ein deutsches Schlachtschiff zu spielen. Und deswegen geben wir dem Mecklenburg auch ein B-Ranking. Dann als nächstes haben wir die Plymouth. Die Plymouth, ich kann es mal lustig formulieren, die Plymouth ist wie eine Radar-Mino mit Smoke zusätzlich oder wie eine Smoke-Mino mit Radar zusätzlich. Können wir jetzt ein bisschen gehässig sagen. Man kann sie so ein bisschen vergleichen mit einer Belfast, würde ich sagen. Auf Stufe 10. Das passt ganz gut. Du hast dafür halt Only AP, das ist der große Unterschied. Du hast ein 9er Radar, kein Stealth-Radar wie die Radar-Mino. Das kann ein Vorteil sein. Aber gut, man muss sagen, dass die Verborgenheit ist 9,2, also die Differenz ist relativ gering. Du hast einen Smoke, du hast einen Radar, ist eine stabile Kombi, wenn die D sich mal rein verirrt. Du musst aber auf den Smoke Firing Penalty aufpassen. Das kann ein Problem sein. Hast ein Problem, wenn sich Schiffe winkeln, dann kriegst du nicht unbedingt den Schaden raus. Gut, du hast Torps und kannst dich dann noch verteidigen. Aber ich würde sagen, nur weil sie jetzt Smoke hat und Radar, ist das Schiff nicht unbedingt leicht zu spielen. Du bist halt sehr weich. Du bist auch so ein bisschen Blindfire anfällig im Smoke. Das versuchen viele Leute. Mal ganz gerne, wenn ihr Mino-Fahrer seid und Smoke-Mino spielt, wisst ihr das. Ich würde nicht sagen, dass es auch anfängerfreundlich ist. Und deswegen geben wir der Plymouth auch ein B-Tier. Also sie ist jetzt nicht so anstrengend zu spielen wie eine Austin, deswegen ranke ich sie ein bisschen höher. Aber im Großen und Ganzen immer noch kann frustrierend manchmal sein, wenn du blind rausgefeilt wirst, weil du bist relativ weich, große Zitadelle, unangenehm. Dann kommen wir zum ersten DD. Das ist die Ragnar. Die Ragnar ist im Großen und Ganzen eigentlich ein guter DD. Ja, du hast halt keine Torps. Das heißt, wenn der Gegner mal pusht, hast du echt Probleme, den Push aufzuhalten. Du bist eher ein Farm-DD, bist aber auch gut gegen andere DDs, weil du gute Guns hast, 152er. Du hast einen Heal mit dabei, gute Panzerung, 25 mm. Da kann einiges an HE schettern. Wenn die Leute nicht wissen, dass sie dann auf Breitseite AP schießen müssen, kommst du mit vielen Sachen davon. Du bist relativ langsam ohne Speedboost. Du hast einen 30% Speedboost, der hält aber nicht lang. Der macht dich dann wirklich so mobil, dass du auch gut dodgen kannst. Ich persönlich spiele sie mit Range auf dem Kapitän. Das macht den Farm etwas angenehmer. Du musst Doppel-Concealment bauen, um ein Radar zu haben, was nicht Stealth ist, aber genau an der Kante. Das heißt, du hast 7,5 Kilometer Verborgenheit und dann 7,5 Kilometer Radar. Du hast weniger Consumables als der Standard-DD. Ich glaube, du hast standardmäßig 2 überall. Mit dem Inspekteur kannst du 3 haben. Das ist auch nochmal so ein kleiner Balancing-Faktor. Wenn du den Spielstil magst, wenn du schon ein bisschen DD-Erfahrung hast, ist es, glaube ich, ein sehr geiler DD, weil er bringt viele interessante Sachen mit. Wir müssen ihn aber jetzt so ein bisschen einordnen. Du kannst inzwischen im Forschungsbaum die Gdansk dir holen. Und die Gdansk hat halt Smoke und Hydro. Ist auch relativ schnell. Gut, hat kein AP, nur HE. Aber sehr guten HE Alpha. Und ist gegen DDs tatsächlich relativ stark. Hat 9 Kilometer Radar, was nochmal die Ragnar ein bisschen schwächer dastehen lässt. Gut, nicht die Panzerung. Das muss man sagen. Das ist sowas, wo ich sage, eigentlich würde ich die Ragnar in A ranken, weil sie halt doch nochmal was Eigenes hat. Aber wenn ich jetzt überlege, du hast dann halt
eine Gdansk im Tech-Tree, wo du keinen Stahl für ausgeben musst, das schmälert so ein bisschen den Wert der Ragnar. Und deswegen gebe ich der Ragnar so normalerweise A, aber in dem Fall doch eher ein B. In Bezug drauf, dass sie halt für Stahl dann doch relativ teuer ist für das, was sie bietet. Aber trotzdem wirklich ein guter DD. Also, wenn wir jetzt eine Tierliste machen würden von starken Schiffen, wäre die Ragnar deutlich weiter oben. Kann ich jetzt schon mal sagen. Dann kommen wir zum nächsten Schiff, zur Shikishima. Shikishima ist eine Yamato mit einem größeren Kaliber. Also, du hast noch mehr Overmatch. 510er mit einem Overmatch von 35 Millimeter. Ich persönlich denke immer, okay, wenn du mit der Yamato kommst über 32 Millimeter, das reicht im Großen und Ganzen. Bei fast allen Cruisern, bei fast allen BBs. Es gibt ganz wenig Schiffe, wo es nicht reicht. Deswegen, ich tue mir immer schwer zu sagen, holt euch eine Shikishima, wenn es eine Yamato gibt. Gut, du hast nochmal ein bisschen bessere Secondaries, den Punkt gebe ich, bessere AA, das ist auch vielleicht in der aktuellen Meta etwas angenehmer zu spielen. Aber ich spiele persönlich lieber meine Yamato. Gut, ich habe die Shikishima nicht, deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen biased. Aber für mich wäre die Shikishima kein Schiff, was ich mir jetzt auch holen würde, relativ früh. Weil ich sage, ich habe eine Yamato, wenn ich Secondary spielen will, dann spiele ich irgendein anderes Secondary BB. Dann hole ich mir nicht die Shikishima. Und das Problem ist halt auch, du hast halt diese klassische Schwäche beim Panzerungslayout bei der Yamato, wenn du ein bisschen zu offen stehst, dass du Sits bekommst. Und wenn du die wirklich auf Secondary spielst, die Shikishima, dann bist du halt vielen Schiffen unterlegen im Nahkampf. Das Problem haben andere Secondary BBs jetzt nicht im Großen und Ganzen. Deswegen gebe ich der Shikishima auch ein B-Tier. Ich würde sie tatsächlich persönlich niedriger ranken, aber weil ich weiß, dass es viele Shikishima-Enjoyer da draußen gibt, gebe ich euch einen kleinen Bonus. Für Anfänger kann das Schiff auch Spaß machen. Warum nicht? Dann haben wir als nächstes die Stalingrad. Die gefürchtete Stalingrad äh, war eines der Top-Stahlschiffe in der Vergangenheit. Ist sie jetzt leider nicht mehr. Das liegt zum einen an den Brandänderungen. Du brennst jetzt länger wie ein BB und vierfach. Du kannst halt keinen Brandschutz mehr skillen auf den Heavy Cruisern. Da hat die Stalingrad massiv drunter gelitten. Trotzdem lebt sie noch von ihren massiv guten Guns. Also die Stalingrad hat wirklich sehr geile Guns. Da ist alles dabei. Improved Pan Angles, Short Fuse, gute Dispersion, Hammerteil. Also wenn da die Leute Broadside zeigen, dann kannst du richtig Schaden austeilen. Ganz schlechtes Concealment für einen Cruiser. Ultra schlecht. Und gerade der heutigen Meta viel HE leidet die Stalingrad wirklich sehr drunter. Aber du hast ein 12-Kilometer-Radar. Das ist teilweise schwierig einzusetzen, weil dein Concealment halt 14 Kilometer auf ist, wenn es sogar geskillt ist. Ähnlich Problem wie die Moskwa, was Radar-Concealment-Faktor angeht. Aber ich würde sagen, das ist kein Schiff, was du im Tech-Tree tatsächlich bekommst bei den Russen. Ja, du bekommst die Petro, aber die Petro hat nicht die Range, die Petro hat nicht die Genauigkeit. Gut, wir können jetzt über das Legend-Modul diskutieren. Aber ich würde sie, weil man sie auch teilweise noch im CW unter anderem brauchen könnte oder auch in Turnieren ist jetzt ein bisschen schwierig, weil du hast meistens Presseaccounts. Da kannst du die dann, brauchst du die unbedingt auf dem Account. Aber die Guns sind halt so dermaßen gut. Und wenn du weißt, wie man die spielt, kannst du so viel rausholen, dass ich sage, Stalingrad gebe ich einfach jetzt nochmal ein A. Die lebt auch ein bisschen von dem Faktor, dass sie halt so dermaßen gefährlich ist, dass viele Leute auch ein bisschen Angst haben, wenn sie eine Stalingrad sehen. Da wollen sie nicht Breitseite zeigen. Du machst auch über die Präsenz ein bisschen was. Wenn du in der Breitseite stehst, da versuchen sich die Leute vielleicht auch gegen dich zu winkeln, was auch wieder andere Spielsituationen hervorruft. Also, das Schiff lebt auch noch ein bisschen vom Ruf, kann man sagen, gerade vielleicht bei Spielern, die neu im Spiel sind, die noch gehört haben, oh, die Stalingrad, mega OP, krasses Schiff. Aber ich denke, du kannst mit der Stalingrad noch Spaß haben.
wenn du mit dem Positioning clever agierst und dich nicht abfarmen lässt. Ja, also versuchst wirklich 1 gegen 1 Situationen zu fokussieren, wo du halt oder in Situationen zu kommen, wo du Breitseiten abfarmen kannst. Das ist halt sehr wichtig. Kommen wir zu Z42, ist einer meiner Lieblings-DDs, ist eine Mischung aus Z52 und der Daring, verbindet so ein bisschen alle Stärken. Was meine ich damit? Den kurzen Smoke, den die Daring haben, den die Briten haben. Dann das 6 Kilometer Hydro, das macht dich sehr gefährlich am Cap für andere DDs, die kein Radar haben, die kein Hydro haben. Damit kannst du Leute massiv catchen und der Vorteil ist, gerade mit dem kurzen Smoke kannst du auch ohne Probleme mal aggressiver spielen, weil du meistens den Smoke schnell ready hast und damit gut was machen kannst. Gutes AP, also der Vorteil ist, dass du an dem kleinen Kaliber, dass du wenig Overpens machst bei DDs, aber halt dann auch bei Schiffen, die vielleicht ein bisschen bessere Panzerung haben, hast du Probleme. Gerade bei HE 26 mm HE-Pen, da ist die Z52 halt besser, die hat halt 32 mm. Damit kannst du BBs besser abfarmen. Das geht halt mit der Z52 nicht so gut, du hast halt mehr Shatters. Umdrehzeit ist überhaupt nicht gut, das ist auch nochmal ein großer Nachteil. Aber im Großen und Ganzen finde ich ein sehr interessanter DD, ist auch, glaube ich, sehr einsteigerfreundlich mit dem Smoke, mit dem Hydro. Kannst nicht so leicht Torps nehmen und deswegen ziehe ich die Z42 ins A-Tier. Dann kommen wir zum nächsten, ich wollte schon sagen Kreuzer, aber DD, der Barbiano. Die ist sehr, sehr neu. Ist im Großen und Ganzen nicht so ein anfängerfreundlicher DD. Das Problem ist, theoretisch ist es ein Cruiser, der einen DD-Slot belegt. Können wir jetzt mal so stehen lassen im Großen und Ganzen. Du hast einen massiv krassen DPM. Ja, mit SAP. Ist ultra unangenehm. Flugzeit ist sehr, sehr lang, das heißt, du musst gut voraimen. Mit dem Crawling Smoke, also man kann sie so ein bisschen mit der Regulo vergleichen. Vom Concealment-Problem her, weil du gehst bei 8 Kilometer auf. Das ist jetzt nicht so schlimm wie bei der Regulo, aber du hast halt Probleme, an DDs ranzukommen. Du brauchst Spotting-Support, um DDs zu killen. Du kannst aber tatsächlich BBs mega krass abfarmen. Mit dem Crawling Smoke hast du eigentlich einen Free Farm, wenn da kein Radar ist. Der Vorteil ist, mit SAP machst du deutlich mehr Schaden. Im Großen und Ganzen musst halt viel auf die Aufbauten schießen, weil der Pen ist nur 26 mm. Das heißt, du musst die Aufbauten farmen. Das ist dein großes Problem. Es gibt noch einen Spezialbefehl, der deinen Pen verbessert, dein Reload erhöht, aber der bringt fast nichts. Das benutzt fast niemand. Du hast noch einen Speedboost, das ist auch nochmal ganz interessant, bist auch relativ schnell. Ich würde aber nicht sagen, dass dieser DD recht anfängerfreundlich ist, weil du kannst echt Runden haben, wenn der Gegner DD weiß, was er tut und dich rausdrückt und du nimmst halt von allen anderen Schaden. Natürlich kannst du auch eine geile Runde haben, wo du alles abfarmen kannst. Das ist so ein entweder richtig geiles Match oder so semi-gutes Match und mega belastend. Deswegen ziehen wir die Fabiano ins B-Tier rein. Ja, ihr merkt schon, es ist sehr B-Tier-lastig, aber das ist halt nun mal an und für sich die Liste im Großen und Ganzen. Dann kommen wir zum ersten U-Boot. Das ist die Archerfish, die ist auch neu dazugekommen. Ich bin bei U-Booten leider nicht so ein großer Experte. Ich spiele die selber fast gar nicht. Was ist so ein bisschen das Gimmick bei der Archerfish? Du hast den Heal mit dabei, das heißt, du kannst relativ lange am Leben bleiben. Du hast eine gute Geschwindigkeit über Wasser, du hast einen Speedboost, das heißt, du bist sehr agil auf der Map. Du hast eigentlich relativ solide Torps und das war's. Der Ping ist, glaube ich, auch noch relativ gut. Die Homing-Torps und die Standard-Torps sind auch ziemlich balanced. Die Geschwindigkeit ist halt ein großer Faktor, womit du Leute richtig krass nerven kannst. Du bist halt schwer zu treffen. U-Boote an und für sich immer ein gutes Concealment, sind für die Ds eher unangenehm. Es ist schwer, U-Boote zu ranken, tatsächlich. Wenn du ein richtiger U-Boot-Enjoyer bist und du spielst die an, dann ist es nochmal vielleicht ein kleines Upgrade. Ich ziehe es in B-Tier rein, weil ich wenig U-Boot-Erfahrung habe
Und natürlich der U-Boot-Main oder der jetzt viel U-Boot spielt und sagt, boah, Archerfish ist ein A-Tier, gebe ich ihm. Aber für mich ist es ein B-Tier. Dann kommen wir zum ersten Flugzeugträger, das ist die FDA. Die FDA ist schon relativ lang auch mit dabei. Das Gimmick ist, langsam Flugzeuge, großer HP-Pool, schwer abzuschießen mit AA tatsächlich. Für DDs mit schlechter AA, die können von dem Ding ewig gespottet werden. Ist mega cringe tatsächlich. Wenn du keinen Smoke hast, dann wirst du sterben, weil er dich spottet. Mit den HE-Bomben ist es nicht so einfach zu treffen. Du musst gut vorhalten. Viele Torpedos im Wasser. Du kannst mit denen auch sehr gut einaimen, weil der Trick ist, wenn du die eingeaimt hast, bleibt der Kegel, verändert sich nicht mehr und du kannst dann quasi über einen Turn nochmal nachziehen, die Torpedos. Ist gegen BBs relativ unangenehm und ist auch für mich persönlich eher ein BB-Farmer. Klar kannst du auch mit HE gut was machen, aber es ist halt wirklich der Inbegriff eines Farm-TVs, würde ich mal sagen. Ich habe sie mir relativ früh geholt, weil sie damals noch stärker war. Die wurde genervt. Die ist jetzt leider nicht mehr so stark. Es gibt leider inzwischen so viele Forschungsbaum-Flugzeugträger, die so viele Gimmicks haben, wo die FDA einfach ein bisschen den Anschluss verloren hat, für mich gefühlt. Und das ist halt das große Problem, was die FDA hat. Ja, sie ist was Besonderes, aber nein, sie ist auch irgendwie nichts Besonderes. Und deswegen schiebe ich die FDA in das C-Tier rein. Die kostet halt Stahl. Und ich habe so viel Auswahl in den Forschungsbäumen an unterschiedlichen Flugzeugträgern, dass es nicht mehr sinnvoll ist, sich die FDA zu holen. Tatsächlich, meiner Meinung nach. Kommen wir zum nächsten U-Boot. Das ist die Gato. Die Gato ist auch schon länger dabei. Die Gato ist auch ein schnelles U-Boot. Hat nicht so die Gimmicks, um gegen andere U-Boote zu kämpfen. Das ist so der große Nachteil von der Gato. Aber sie hat halt Gearing-Torps. Viel Range, viel Alpha. Die Homing-Torps sind Schrott, würde ich mal behaupten. Aber kann halt schon Spaß machen, im Großen und Ganzen. Die habe ich tatsächlich ein, zwei Mal gespielt. Da war aber Shotgunning zum Beispiel noch möglich. Das gibt es jetzt nicht mehr. Da konntest du ranfahren und die Leute mit den Gearing-Torps rausnuken. Das geht nicht mehr. Aber um einfach fair zu sein, auch gegenüber der Archerfish und weil ich, wie gesagt, wenig U-Boot spiele, gebe ich der Gato das B-Tier genauso. Kommen wir zum nächsten Schiff und das ist die Kommissar. Die Kommissar, ist halt ein Hybridschiff. Ich bin kein Freund von Hybridschiffen. Das heißt, ich bin schon wieder biased. Die Kommissar, ja, die hat halt Rocket Planes, geht in Richtung Nakimov Planes von der Spielweise her, auch vom Schaden her. Ist tatsächlich ein relativ guter Farmer mit HE. Ist relativ weich. Das kann dich schnell mal was kosten bei dem ganzen Overmatch. Ist auch relativ träge. Hat einen ganz schlechten Wendekreis. Ich glaube, ist sogar der schlechteste Cruiser, was den Wendekreis angeht. Das heißt, wenn ihr einmal turnen müsst, dann seid ihr zu 90% tot, weil ihr so lange für den Turn braucht, dass euch jedes BB nukt, weil ihr halt auch eine riesen Zitadelle habt. Ich würde es persönlich nicht gerade einem Anfänger empfehlen. Das Problem ist halt, was 90% aller Hybridschiff-Spieler machen. Du stehst auf der J-Linie und startest eine Flugzeuge und ich weiß nicht, ob du da Spaß dran hast. Ja, es gibt Leute, die finden das super, aber ich würde tatsächlich einfach sagen, um euch da ein bisschen vor dem Schiff auch zu schützen, dass ihr es euch nicht holt. Und deswegen ranke ich sie auch in C-Tier rein. Für mich persönlich, ich würde sie sogar in D-Tier ranken, weil es einfach ein Hybridschiff ist und es braucht kein Mensch. Dieses Schiff braucht theoretisch kein Mensch. Dann kommen wir zum nächsten Flugzeugträger, die wunderbare Shinano. Und die Shinano ist tatsächlich ein ziemlich toxischer Flugzeugträger. Zum einen Torpedos, HE-Bomber auf Consumable-Basis. Das heißt, die können abgeschossen werden, aber die sind ein Verbrauchsmaterial. Das heißt, die kommen immer wieder nach. Und das Problem ist, das sind HE-Bomber.
die sind gut gegen DDs. Und das ist ein großer Faktor, um Games positiv beeinflussen zu können. Weil du DDs gut jagen kannst, weil du relativ konstant auch Schaden machst auf die DDs. Die haben auch sehr viel HP, das heißt, der Gegner DD kann die nicht so leicht runterschießen. Das heißt, du wirst immer einen Drop durchkriegen. Dann haben wir noch AP Skip Bomber. Und jeder, der mal von dem Schiff die AP Skip Bomber abbekommen hat, der weiß, von was ich rede. Gerade Flugzeugträger kannst du damit mies snipen. Äußerst unangenehm. Hat einen Smoke als Consumable noch mit dabei. Das heißt, kann sich selber smoken. Ist das Toxische, was es gibt in diesem Spiel. CVs, die sich smoken können. Und das ist halt ein Grund, warum dieser CV aktuell relativ viel gespielt wird und auch sehr stark ist. Und aus dem Grund, für alle da draußen, die einen Flugzeugträger noch brauchen und sagen, ich will noch einen starken haben, die werden sich höchstwahrscheinlich die Shinano holen und deswegen ist die Shinano für mich auf A-Tier. Also wenn wir jetzt von der Stärke her gehen, würde sie wahrscheinlich auch S-Tier sein. So einen kleinen Wink. Aber verdammt starker Flugzeugträger. Dann kommen wir zur Svea. Svea ist auch relativ neu im Spiel. Die Svea ist ein Kreuzer, der einfach alles hat. Um es mal kurz so festzuhalten. Du hast einen Kreuzer mit Radar. Du hast einen Kreuzer mit Smoke. Du hast einen Kreuzer mit Speedboost. Du hast einen Kreuzer mit Heal. Gut, auf Stufe 10 hat jeder Kreuzer Heal. Du hast gutes Concealment. Du hast Torps. Hast eine recht gute Panzerung für die Größe des Schiffs. Du kannst gut farmen. Du hast mit den 152er einfach solide Guns. Du bist super gefährlich für DDs. Weil du hast nämlich ein kurzes Radar, was relativ schnell wieder ready ist. Und mit dem kurzen Smoke ist es unfassbar unangenehm. Ist, glaube ich, einer der Kreuzer, die aktuell sehr gut zu spielen sind, würde ich persönlich sagen. Ist stark, macht sehr viel Spaß. Du kannst alleine mit dem Ding sehr viel machen. Gerade mit den ganzen Consumables, die ich beschrieben habe. Ich persönlich habe sie mir sofort gekauft, als sie rauskam. Ich habe das Schiff gesehen und wusste, das ist mega nice. Deswegen würde ich es relativ kurz machen. Für mich ist die Svea tatsächlich auch overall ein S-Tier-Kreuzer. Ja, man hat es nicht umsonst gesehen. Sie wurde relativ häufig auch gepickt in vielen Situationen. Gerade letzte CW-Season war sie total präsent. Sie ist in den Turnieren präsent. Deswegen einfach im Großen und Ganzen sehr guter DD-Hunter und allgemein auch ein starker Kreuzer. Du kannst auch BBs mitfahren. Du hast ja genau so ein Kaliber, dass es für ein BB halt auch unangenehm ist. Ne? 30er Plating, klar, wenn du Overmatch kassierst, kassierst du Overmatch, aber es ist halt ein sehr verzeihender Kreuzer auch mit dem Smoke, mit dem guten Concealment. Dann kommen wir zum nächsten Schiff. So, Vallejo. Vallejo ist geht so in Richtung Worcester. Vom Großen und Ganzen her, vom Farben. Du hast kein Radar, du hast kein Hydro. Ich habe schon erwähnt, es ist eigentlich ein Farmer. Für mich ist es ein bisschen stumpfer Kreuzer. Ich persönlich wüsste nicht, warum man sich den für Stahl holen soll. Der ist auf Stufe 9. Also es gibt hier so viele Schiffe, die einfach viel mehr bieten, die besser sind, die mehr Spaß machen. Es ist ein 0815 Farmkreuzer. Den gibt es im Tech-Tree. Die sind wesentlich cooler, die machen viel mehr Spaß. Und deswegen gebe ich der Vallejo ein D-Tier. Also für mich ist dieser Kreuzer persönlich kein Stahlwert. Ich wüsste nicht, warum ich für dieses Schiff Stahl ausgeben sollte. Ja, das Stahl ist wirklich noch einer der Ressourcen schwer zu bekommen. Mega schwierig, wenn du kein CW spielst. Du sparst ewig auf Schiffe. Deswegen Vallejo. Mein Rat an euch, lasst da die Finger weg. Wenn ihr alles von Stahl habt, dann vielleicht, um es zu haben. Aber einfach nein. Dann kommen wir zum Wilhelm I. Ganz neu im Stahlshop zu haben, ist eine St. Vincent, so vom Layout, hat aber besseres Plating, 32 mm. Das heißt, kann nicht so einfach overmatched werden wie die St. Vincent. Kaliber ist aber kleiner, 419er ist immer noch gut.
Und das große Gimmick ist halt der Luftschlag. 15 Kilometer Range. Damit könnt ihr Leute grandios nerven. Das ist halt tatsächlich bei einem BB relativ toxisch, weil du bist halt in einem Kite, du kannst dich halt dark gehen lassen, wenn es funktioniert, wenn der Gegner pusht, wenn kein DD vor dir rumeiert, der dich spottet, und kannst BBs for free droppen, Brände setzen und sie dann mit HE nochmal hinterher punishen. Und das auf einem BB oder auch gegen Cruiser mit 419ern bist halt relativ stark overall. Und sobald du Spotting hast, kannst du 15 Kilometer um dich herum, egal was da ist, den Gegner nerven. Und das macht sie halt dann, finde ich auch persönlich wieder relativ stark. Gerade weil sie jetzt auch 32 Millimeter hat, ist es halt ein relativ stabiles BB. Und mit dem Luftschlag ist jetzt auch noch ein bisschen der Fun-Faktor drin. Gibt es im Spiel überhaupt nicht als BB. Also klar gibt es die Niederländer mit den Drops schon oder die Tromp als DD. Aber es ist tatsächlich was Einzigartiges und deswegen schieben wir die Wilhelm auch ins A-Tier rein. Weil es sowas halt aktuell für keine Ressource gibt in einer ähnlichen Form. Kommen wir zum letzten Schiff in diesem wunderbaren Ranking, in dieser wunderbaren Tierlist. Und das ist die Incomp. Die Incomp ist, finde ich, immer noch ein relativ spezielles BB. Das liegt zum einen an den 508 Millimetern. Also du hast auch gutes Overmatch. 32 Millimeter ist also auch kein Problem für dich. Aber du hast sehr viele Gimmicks. Du hast Torpedos, du hast einen Superheal, du hast Hydro, Speed Boost, gute Verborgenheit, 10,6. Das ist auch so ein bisschen das Gimmick. Du hast einen massiv harten Punch auf ein gutes Concealment. Das heißt, du hast besseres Concealment wie manche Cruiser. Und die, sagen wir mal, erste Salve von der Incomp ist die gefährlichste. Weil solange du nicht weißt, wo die Incomp ist, in einem Match und du drehst als Cruiser im falschen Moment Breitseite, dann kann sein, dass der 10 Kilometer vor dir aufgeht. Du bist gespottet, ja, er nicht und er nukt dich. Du siehst es nicht kommen. Und das ist das große Gimmick. Du hast wenig Range, 17,6. Das ist vielleicht in der aktuellen Meta etwas schwierig. Du musst sehr nah ran. Und deswegen ist sie halt gerade für neue Leute vielleicht nicht das optimale BB. Du musst wissen, wann du reinfahren kannst. Du musst wissen, wo du dich positionieren kannst. Aber wenn du das weißt, kannst du mit diesem Schiff Leute dermaßen raustreten, das ist nicht mehr feierlich. Du bist mit dem Hydro auch ganz gut geschützt gegen Torps. Sind nur 3 Kilometer, aber es sind 3 Kilometer. Und bist auch noch relativ schnell. Das 25er Plating ist ein Problem. Du wirst halt von vielen BBs auch richtig krass angefasst. Das ist auch so ein großes Problem. Du bist sehr leicht farmbar, du hast sehr viel Superstructure, bist relativ groß. Das kann manchmal etwas deprimierend sein. Wenn du den hinteren Turm benutzt, musst du sehr weit aufdrehen. Das macht dich etwas anfällig, gerade gegen andere BBs. Aber mit den Torps kannst du im Nahkampf da auch nochmal viel ausgleichen. Nichtsdestotrotz kriegt die Income von mir ein B-Tier. Ist was Spezielleres, ja. Aber ist trotzdem noch relativ anspruchsvoll. Das war meine Tierlist zu den Stahlschiffen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like beziehungsweise auch einen Kommentar, ein Abo da, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr anderer Meinung seid. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.